Windmühlen und Wildtiere. Kann das gut gehen? Seht selbst. Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stefan Goldenstein Wildlife. Mein Name ist Stefan. Wer hätte es gedacht? Heute sind wir unterwegs im ehemals größten Windpark Europas. Und zwar einem Windpark, der aus mehreren hundert Windmühlen besteht. Quasi mitten in Ostfriesland, zwischen Aurich und der Küste. Und eigentlich wollte ich heute nicht filmen, aber ich dachte mir, sicher, nimmst du mal GoPro mit, nimmst du mal Stativ mit und dann guckst du mal, was kommt. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video und drückt mir so ein bisschen die Daumen, dass ich ein paar Tiere auch so vor die Kamera bekomme, dass ich die auch ordentlich filmen kann. Nicht, dass die 300 Meter weit weg sind. So, ich muss weiter. Windmühlen, soweit das Auge reicht. 1998 war hier sogar der größte Windpark Europas. Mittlerweile stehen hier über 130 Windkraftanlagen, welche ca. 270 Megawatt Strom produzieren. Trotz der Anzahl der Windenergieanlagen bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Tierarten ich doch antreffen kann. Hier zum Beispiel eine Schar von Saatkrähen. Auch der Jagdfasan fühlt sich hier pudelwohl. Gleich mehrere bunte Männchen konnte ich bei der Nahrungssuche im Kleiboden eines Stoppelfeldes beobachten. Die Mädels hielten sich eher abseits auf. Ihr schlichtes Federkleid ist die perfekte Tarnung. Sie halten sich gern im hohen Gras auf, wo sie geduckt nach Nahrung suchen. Im Winter sind sie gerne in kleinen Trupps unterwegs, so auch hier. An einem kleinen Kanal steht der sogenannte Nuitstein. Er erinnert an die erfolgreiche Abwendung des Baus einer Mülldeponie, welcher durch eine Bürgerinitiative in den 70er Jahren durchgesetzt werden konnte. Einige Jahre später hielten die Windmühlen Einzug in den Hamrich. Das scheint zumindest den Wasservögeln nichts auszumachen, welche sich auf den zahlreichen Kanälen im Hamrich aufhalten. Neben Stockenten kann man hier auch Schnatterenten, Reiherenten und sogar Krickenten beobachten. Die Kuhweiden bieten Spitzenjagdreviere für den Silberreiher. Er hat sich in den letzten Jahren stark verbreitet und ist hier zahlreich anzutreffen. Hier jagt er überwiegend Mäuse und Amphibien. Jährlich fallen den Rotorblättern der Windmühlen Tausende von Greifvögeln zum Opfer. Dennoch kommen hier zahlreiche Greifvögel wie der Mäusebussard vor. Entgegen des Namens frisst der Mäusebussard nicht nur Mäuse. Auch Amphibien oder Würmer stehen auf seinem Speiseplan. Hier im Hamrich ist er, trotz der vielen Windmühlen, ein sehr häufiger Vogel. Jetzt im Winter sind auch sehr viele Drosseln zu beobachten. Die Rotdrossel ist ein Gast aus dem hohen Norden, welcher aber gerne mit anderen Drosselarten unterwegs ist. Zum Beispiel mit der Wacholderdrossel. Die Wacho war mit Abstand die häufigste Drosselart, die ich beobachten konnte. In großen Trupps bis zu 150 Tieren konnte ich sie auf den Feldern sehen. Hier war kein Samen und auch kein Wurm vor ihnen sicher.
Eher selten zu sehen war die Singdrossel. Sie sollte eigentlich zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr hier sein, aber einige wenige Individuen verbleiben den Winter. Hier könnt ihr mal das typische Jagdrevier der Drosseln sehen. Wo Drosseln nach Nahrung suchen, sind die Stare auch meist nicht weit. Emsig versuchen sie den Drosseln die Nahrung streitig zu machen. Hier mal ein kleiner Rundumblick, wie sehr die Windmühlen die Landschaft prägen. Inmitten des Metallwaldes sitze ich mit meiner Kamera. Denn hier habe ich eine Stelle gefunden, wo überwinternde Gänse rasten. Weißwanggänse, Blässgänse oder Graugänse waren hier zu beobachten. Ein Vogel, den ich hier ehrlich gesagt nicht vermutet hatte, war der Brachvogel. Er wird wahrscheinlich einfach mit den Gänsen zusammen von Wattenmeer hier in den Hambrich geflogen sein. Während die Gänse eher die Weide abgrasen, ist er auf der Suche nach tierischer Nahrung. Sein langer Schnabel hilft ihm dabei, tief in der Erde nach Würmern zu bohren. Hier mal eine Tierart ohne Federn. Der Feldhase ist ein typischer Bewohner unserer Agrarlandschaften. Direkt nebenan hielt sich eine Schar von kleinen Möwen auf. Neben einigen wenigen Lachmöwen waren es vor allem Sturmmöwen, die hier rasteten. Wo viele Tiere sind, da sind meistens die Stare nicht weit entfernt. Sie sind sehr, sehr gesellige Vögel. Häufig kann man sie auch in unmittelbarer Nähe zu Kühen oder Schafen beobachten. Eine ungewohnte Kulisse, keine Windmühlen. In meinem Rücken ist keine Technik zu sehen. Hier zeigte sich eine weitere Greifvogelart, der Turmfalke. Er ist ein Sichtjäger und mag daher offene Landschaften. Im typischen Rüttelflug hält er Ausschau nach Mäusen und anderen kleinen Säugetieren. Während Kühe den Winter im Stall verbringen, sind die Schafe noch auf den Weiden zu finden. Im Hintergrund schleicht ein weiterer Jäger umher, der Graureiher. Wie der Silberreiher ist er auf der Suche nach Mäusen oder Amphibien. Zwei weitere besondere Beobachtungen möchte ich euch nicht vorenthalten. Die erste war ein Wanderfalke, welchen ich leider nur auf Foto festhalten konnte. Die zweite verschlug mir fast den Atem. Auf einmal tauchte ein Seeadler über mir auf und drehte gemütlich seine Kreise. Gerne hätte ich euch auch noch eine Kornweihe gezeigt, doch leider konnte ich sie nicht auf Kamera festhalten. So, ich bin am Ende meiner Reise angekommen. Ich war jetzt gute 2,5 Stunden unterwegs. Halbe Stunde brauche ich jetzt noch, bis ich gleich bei meinen Eltern bin, wo ich zum Kaffee eingeladen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich habe viel mehr Tiere getroffen, als ich überhaupt für möglich gehalten habe. Also bestimmt 15 bis 20 Tierarten, die ich gesehen habe, und ich konnte auch tatsächlich einiges davon filmen, was ich auch nicht gedacht hätte. Also von daher echt Daumen hoch, dass die Natur wieder so viel hergegeben hat heute. Also von Möwen, Fasanen, Feldhasen, Graureiher, Silberreiher, diversen Greifvögeln. Hervorragend, war richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert doch gerne rein, welche Tierart euch am besten gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, zum nächsten Video. Haut rein!